Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem wichtigen Thema, das sich ein paar Leute in letzter Zeit schon gewünscht haben und das auch so ein bisschen mit ein paar Unwahrheiten aufräumen wird, und zwar das Thema Saved Sessions. Saved Sessions sind in Flive Universe eine Möglichkeit, wie ihr innerhalb von Sekunden, also literally, ihr öffnet euren Browser, klickt auf Flive Universe, falls ihr es als Favorit gespeichert habt oder wie auch immer ihr das Spiel öffnet, ist ja egal, URL eingeben, auf die Website gehen, whatever, dass ihr euch einfach nicht einloggen müsst, sondern das Spiel automatisch in den zuletzt online gewesenen Charakter anmeldet. Und das geht nicht nur mit einem Charakter oder mit einem Account, das geht mit so vielen Charaktern bzw. Accounts, also logischerweise immer nur ein Charakter zeitgleich pro Account. Man kann da nicht mit zwei Charaktern auf dem gleichen Account online sein, logischerweise. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel 20 Accounts habt mit 20 Charaktern, könnt ihr die innerhalb von, gut, bei 20 wird es schon ein kleines bisschen dauern, 1-2 Minuten vielleicht, aber wirklich innerhalb von kürzester Zeit online holen, wohingegen ihr mit E-Mail und Passwort oder Nutzername und Passwort halt 5 bis 10 Minuten oder so brauchen würdet oder vielleicht sogar noch länger. Ja, also es macht einen Unterschied von wirklich innerhalb von einer Minute online sein oder innerhalb von 5 oder 10 Minuten online sein. So immens ist die Auswirkung dieser Saved Sessions. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Und ihr seht hier schon, ich habe meine Saved Sessions hier in diesem Browser bereits zweimal angelegt. Und hier muss man jetzt halt ein paar Dinge beachten. Also, eine Saved Session anzulegen funktioniert ganz einfach, indem ihr euch einmal einloggt. Damit legt ihr automatisch die Saved Session an. Also ihr müsst dafür eigentlich gar nichts Spezielles tun. Wie löst ihr aber eine Saved Session unbeabsichtigterweise auf? Ihr dürft euch nicht ausloggen. Sobald ihr euch ausloggt, das sagt ja auch schon der Name ausloggen, ja, dann müsst ihr euch beim nächsten Mal natürlich wieder einloggen. Sprich E-Mail, Passwort, whatever eingeben. Das heißt, wenn ihr die Saved Session aufrechthalten wollt, dürft ihr euch erstens nicht ausloggen. Also ihr müsst euch erstmal einmal einloggen, gut, das ist klar. Dann dürft ihr euch niemals ausloggen und ihr dürft nicht eure Browser-Cookies löschen. Das Ganze wird in den Browser-Cookies oder vielleicht auch in was anderem, aber auf jeden Fall in euren Browser-Daten gespeichert. Wenn ihr die zurücksetzt, wenn ihr euren Browser deinstalliert oder whatever, dann sind logischerweise diese Saved Sessions auch weg. Das ist genauso wie mit gespeicherten Passwörtern oder sowas. Das ist halt dann einfach weg. Das ist halt blöd. Wenn ihr mal einen Fehler mit eurem Browser habt, dann müsst ihr es halt zwangsläufig nochmal anlegen. Ist dann auch nicht so schlimm. Aber das sollte man natürlich bedenken. Aber wichtiger ist eigentlich das mit dem Ausloggen, weil das habe ich jetzt in letzter Zeit schon mehrfach mitbekommen, dass halt Leute sich jedes Mal ausgeloggt haben und dann am nächsten Tag haben sie gefragt, ja, wo ist jetzt meine Saved Session? Aber logischerweise, wenn du dich ausloggst, löst du damit die Saved Session ja aus, weil wäre crazy, wenn du dich irgendwo ausloggen würdest, dann startet jemand anders am nächsten Tag den PC und kann sich trotzdem mit deinem Account einloggen. Das wäre ein bisschen komisch. So, und was ich jetzt gemacht habe, ich bin einfach auf das Sign-in with E-Mail und Passwort gegangen auf der rechten Seite. Dann kommt ihr hier in diese Einlog-Maske. Hier könnt ihr jetzt übrigens, da steht E-Mail-Adresse by the way, ihr könnt auch euren Accountnamen eingeben. Also ein Flive Universe Account kann man einloggen mit dem Accountnamen oder mit der E-Mail-Adresse. In der Einlog-Maske steht komischerweise immer nur E-Mail-Adresse. Ich mache es lustigerweise immer mit dem Accountnamen, weil ich keinen Bock habe, meine ganze E-Mail einzugeben, weil Accountname natürlich schneller geht, weil ich meine Sachen eher allein gespeichert habe, davon mal abgesehen. Aber ja, dann kommt in der Regel ein Captcha. Müsst ihr auf Verify drücken und solltet ihr Two-Factor Authentication aktiviert haben, das habe ich aktiviert, das ist als zusätzlicher Schutz für euren Account. Das heißt, jemand, der nicht Zugriff auf euer Handy, auf euer Smartphone, auf eure auf euer hinterlegtes Authentifikator-Dingens Zugriff hat, der kann nicht in euren Account in der Regel rein. So, dann gebt ihr das ein und jetzt passiert entweder, also jetzt können zwei Dinge passieren. Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute verwirrt. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum das so ist. Na gut, das kann ich meinen Code gleich nochmal eingeben, weil es ist abgelaufen, aber egal. Jedenfalls, wenn ihr jetzt in dieser Maske seid mit dem Two-Factor Authentication Code oder vorher bei dem Captcha, seid ihr schon fertig. Es könnte auch sein, dass es an dem Two-Factor Authentication Code tatsächlich liegt. Das weiß ich nicht. Aber nur der Vollständigkeit halber will ich das auf jeden Fall dazu sagen. Wenn ich jetzt hier auf Login gleich klicke, dann kann es sein, dass ich zurück in die Einlog-Maske geworfen werde und nochmal mich einloggen muss, so als hätte ich mich gerade nicht eingeloggt. Wie gesagt, woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Das bedeutet einfach, es kann sein, dass ihr einen Account aus irgendeinem Grund einloggt. Dann ist es so, als hättet ihr euch gar nicht eingeloggt. Dann müsst ihr euch nochmal einloggen und erst dann seid ihr tatsächlich eingeloggt. Wie gesagt, fragt mich nicht, warum das so ist. Es ist super weird und es ist super nervig, vor allem wenn ihr 8 Saved Sessions anlegen wollt, wie zum Beispiel ich vor 2 Wochen, habe ich 8 Saved Sessions, neue Saved Sessions für den FEC-Server angelegt. Und das hat natürlich bedeutet, dass ich das Ganze machen musste und ich musste mich mindestens 16 Mal einloggen gefühlt. Ich glaube, bei manchen Charakteren muss ich sogar 3-mal machen. Wie gesagt, könnte sein, dass es an Two-Factor Authentication liegt oder an was anderem. Auf jeden Fall super nervig.
So, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Es kann auch sein, dass es instant funktioniert. Das ist ein 50-50, wie gesagt. Ja, in dem Fall perfekter Vorführeffekt. Ich habe jetzt mein Two-Factor, ich habe mein E-Mail-Passwort eingegeben, ich habe das Captcha gelöst und ich habe Two-Factor Authentication eingegeben. Trotzdem schmeißt er mich zurück in die Anmeldemaske. Hier oben sieht man auch Login Register. Also er hat mich nicht eingeloggt, ich bin nicht eingeloggt. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt einfach nochmal machen, obwohl ich alles richtig eingegeben habe. Es kam nirgendwo, dass ich mich irgendwo vertan habe. Es hat einfach nicht funktioniert. Wie gesagt, fragt mich nicht, warum das so ist. Es ist ein bisschen nervig, aber man weiß, dass es normal ist. So, und jetzt seht ihr, jetzt bin ich eingeloggt. Jetzt klicke ich einfach auf Play Now. Jetzt hat es funktioniert. Also das seht ihr immer da oben, wie gesagt. Und jetzt seht ihr, hier links sind meine bereits erstellten Saved Sessions. Die sind unangetastet. Ja? Und ihr seht auch, die sind nicht blau hinterlegt. Das heißt, ich bin auch nicht auf diesen Accounts. So, jetzt gehe ich einfach auf, ja, scheißegal, jetzt gehe ich einfach auf Totemia, ist Wurst. Das ist natürlich wegen meinem Two-Factor, muss ich das, ja, bei Two-Factor ist das Anmelden immer ein bisschen nerviger, logischerweise. Das ist halt die erhöhte Account-Sicherheit. Sorgt halt dafür, dass man mehr eingeben muss. Wenn man keinen Two-Factor hat, ist das jetzt wesentlich chilliger. Da müsste jetzt wahrscheinlich noch ein Captcha kommen bei der Account-Erstellung. Ich nenne ihn jetzt einfach Bitcoin oder whatever. Ist ja scheißegal. Genau, jetzt kommt nochmal ein Captcha. Und jetzt bin ich drinnen. So, und jetzt passt auf. Was ist jetzt passiert? Ich habe mich jetzt ganz normal eingeloggt. Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt eigentlich nichts wirklich Besonderes gemacht. Bin jetzt auf Totemia. Und jetzt klicke ich hier auf Saves, also Taste H, Saved Sessions. Und jetzt seht ihr hier meine F-Coin-Stylers von Lavulf und Totemia. By the way, verschiedene Server auch, also vollkommen egal. Jetzt wechsle ich auf, innerhalb von 10 Sekunden, auf einen anderen Server, in einem anderen Gebiet und einen anderen Charakter zeitgleich. Und unser Bitcoin ASD, hier links sieht man ihn eh schon in der Liste, ist jetzt auch eine Saved Session. Und was kann ich jetzt machen? Bitcoin ASD, zack, innerhalb von 12 Sekunden kann ich auf diesen Charakter wechseln und es ist erledigt. Die Saved Session ist angelegt. Und um euch das Ganze ein bisschen besser zu veranschaulichen, was wir jetzt gemacht haben, ich demonstriere euch das jetzt einfach in meinem Main-Browser, wie das Ganze funktioniert. Also, ihr spart euch damit so insane viel Zeit, das ist geistesgestört. Und damit ist auch dieses Gerücht, auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme, einfach kompletter Unfug. Es ist einfach, ich weiß es nicht, warum das immer noch so viele Leute behaupten, dass das so wäre. Es ist nämlich einfach kompletter Schwachsinn. Und zwar bin ich jetzt hier in meinem Firefox, das ist der Browser, den ich für meine ganzen Leecher benutze. Und ihr seht schon, Saved Session, ich habe hier insgesamt 14 Charakter als Saved Session angelegt. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Limit gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür ein Limit gibt. By the way, niemals auf diesen unteren Button drücken, Remove All. Wenn ihr auf den Remove All Button drückt, absolute Katastrophe. Niemals machen. Also bloß weg von diesem Button. Absolutes Leben vorbei, wenn ihr auf den Button drückt. Genau, also ihr seht schon, das sind jetzt meine ganzen Charakter, die ich jeden Tag online habe. Und die sind teilweise auch auf dem gleichen Account. Das ist aber wirklich, es ist so insane gut. Das Spiel merkt sich sogar, welcher Charakter zuletzt online war. Ja, also ich habe jetzt hier E-Sportler eingeloggt. Wenn ich auf Charakter wechseln gehe, seht ihr schon auf dem Account noch viele andere Charakter. Aber E-Sportler war der letzte, der in dieser Saved Session auf diesem Account online war. Das heißt, immer der letzte Charakter von dem jeweiligen Account ist immer der jetzt als nächstes wieder eingeloggt wird, weil der war ja auch zuletzt online. Und das Spiel ist wirklich, es ist geistesgestört, es ist so gut. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Zettai-Lager zuletzt online war, selbst wenn ich den Browser-Tab vor 5 Tagen geschlossen habe und währenddessen schon 500 andere Browser-Tabs geöffnet habe, solange ich diesen Account bzw. diesen Charakter nicht gewechselt habe, wird der immer als nächstes wieder eingeloggt. Und das Geile ist, der arbeitet dann einfach diese Liste durch und ihr loggt euch niemals auf den gleichen Account doppelt ein. Also das ist auch so etwas, was viele Leute mal sagen, ja, das funktioniert bei mir nicht, er will sich immer in den gleichen Account einloggen. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ich habe jetzt E-Sportler online. Das ist mein erster Account auch in der Liste. Zufälligerweise. Natürlich kein Zufall. Dann öffne ich jetzt einen neuen Browser-Tab und wir stoppen jetzt literally die Zeit und ich zeige euch, wie schnell ihr 6 Accounts, 2 mehr würde das natürlich auch nicht sehr viel länger dauern, wie schnell ihr 6 Accounts online geht. Meine Aufnahme ist jetzt gerade bei 2 Minuten und 15 Sekunden. Let's go. Account 1. Ihr müsst immer warten, bis er sich eingeloggt hat. Ist eingeloggt. Nächster. Account 2 ist eingeloggt, nächster. Account 3 ist eingeloggt, nächster. Wir sind bei 20 Sekunden. Account 4 eingeloggt, nächster. Account 5 ist eingeloggt, nächster. Account 6 ist eingeloggt in etwas über 35 Sekunden waren es circa, für 6 Accounts. Und jetzt seht ihr hier, Player Bunny, Psylus Styler, Beise, grüner Blade, grüner Knight.
Alles unterschiedliche Accounts. Kein einziger hat sich doppelt eingeloggt. Die haben sich alle schön brav nacheinander, Liste abarbeitend eingeloggt. Alle sind da. Kein einziges Mal kam, oh nein, dieser Account ist bereits verbunden. Oh nein, was ist jetzt passiert? Nichts. Ihr müsst einfach nur den Browser öffnen. Ihr müsst warten, bis der Charakter auch tatsächlich eingeloggt ist. Wenn ihr einfach 8-mal Flive Universe Play zeitgleich öffnet, natürlich kommt dann, dieser Account ist bereits verbunden. Weil die Saved Session will immer in den ersten Account rein. Und bevor der nicht online ist, bevor der nicht eingeloggt ist, kann die Saved Session ja nicht wissen, dass der online ist und probiert dann natürlich 8-mal zeitgleich in den gleichen Account reinzukommen. Und das ist natürlich komplettes Tohuwabohu. Und ich meine, diese 30 Sekunden, ja wow, also diese 5 Sekunden pro Account, die müsst ihr euch halt nehmen. Ja gut, tut mir leid, dass man für 8 Accounts halt auch mal eine Minute braucht, um sich einzuloggen. Buhu, das ist ja wirklich schlimm. Aber es ist nichts mit dem, was manche Leute behaupten, dass das ja alles so schlimm wäre, sich jeden Tag 8-mal einzuloggen. Es sagen immer noch Leute, dass sie damit Probleme haben und ich verstehe einfach nicht warum, weil es einfach so falsch ist. Es ist komplett faktisch falsch. Ihr öffnet einmal Flive Universe, legt für jeden Charakter eine Saved Session an, macht das einmal und danach müsst ihr literally nie wieder euer Passwort eingeben, nie wieder eure E-Mail-Adresse. Two-Factor Authentication ist manchmal ein bisschen nervig, das müsst ihr wahrscheinlich schon ab und zu nochmal eingeben. Das ist das Einzige, was mich persönlich auch noch ein bisschen stört. Aber das ist halt im Wohle oder zum Wohle der höheren Account-Sicherheit. Wobei ganz ehrlich, wenn jemand meine Passwörter und oder E-Mail-Adressen rausfindet, dann habe ich ehrlich gesagt ganz andere Sorgen als meine Flive-Accounts. Aber egal, seien wir dahingestellt. Jedenfalls, ja, ist das halt schon echt geil gemacht, muss ich sagen. Also das ist eines der geilsten Quality of Life Updates. Muss man wirklich sagen, das ist wirklich Quality of Life. Ja? Weil das hat mit dem eigentlichen Spiel tatsächlich eigentlich fast gar nichts zu tun. Da geht es quasi wirklich darum, wie loggt man sich ein, wie geht man online und vor allem für Leute, die halt gerne viele Charakter benutzen, Hashtag 8-Char-Abuser, ist das halt einfach hammergeil. Das ist das Beste, was sie jemals für das Spiel gemacht haben. Selbst wenn man nicht 8-Char spielt, auch für 2 oder 3 Chars ist das hammergeil. Und es ist super, wie gesagt, intuitiv chillig. Ich brauche keine Minute, um 8 Chars online zu holen. Und es ist einfach mega geil. Und ich kann es jedem von euch nur empfehlen. Einzig Wichtige, wie gesagt, nicht ausloggen, keine Browserdaten löschen. Und das ganze Thema hat sich erledigt. Beim Einloggen, wie gesagt, auch nicht verzweifeln. Manche Accounts erfordern es, dass ihr euch 2- oder 3-mal einloggt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ist einfach so, muss man mit leben. Das ist einmal ätzend. Ich gebe es zu, einmal die 8 Sessions anzulegen, ist super ätzend und sie dann nochmal anzulegen für einen anderen Server quasi. Ist jetzt in meinem Fall einmal für Boroding 8-mal, dann noch 8-mal für FEC. Ja, das ist einmal ätzend. Gut. Aber ich meine, was erwartet man? Ja, also ich meine, irgendwas muss man ja tun. Ich meine, du kannst ja nicht erwarten, dass die Saved Sessions einfach aus dem Nichts erscheinen und du dann einfach spielen kannst. Ich meine, das muss man halt einmal machen und danach nie wieder. Ja, also das ist so geil. Deswegen nicht verzweifeln und bitte nicht weiter dieses falsche Gerücht verbreiten, dass das doch so schlimm wäre mit 8 Accounts. Ist es nicht. Ja? Wenn ihr Fragen oder Hilfe braucht, schaut einfach im Stream vorbei. Ich habe das auch schon 1000-mal im Stream erklärt, aber wie gesagt, es gibt immer wieder Leute, die ja, da irgendwie Probleme mit haben und ich hoffe, dieses Video hier hat jetzt ein bisschen zur Aufklärung geholfen, was jetzt auch das Einloggen oder auch die Geschwindigkeit der Fenster beim Öffnen angeht. Also ich kann es euch nochmal langsam demonstrieren. Hier, ich schließe den Account wieder. Ich habe jetzt den Blade geschlossen. Jetzt warten wir kurz, der ist jetzt natürlich noch online, der steht da ja auch noch. Das dauert immer so ungefähr 10 Sekunden, bis ein Charakter tatsächlich offline ist. Also ich habe ihn gerade geschlossen. Jetzt ist er erst weg. Es dauert so ungefähr 10 Sekunden, bis man tatsächlich offline ist. Jetzt öffne ich ihn wieder. Jetzt geht logischerweise wieder mein Blade online, logischerweise. Und jetzt müsst ihr nochmal drauf achten. Also ihr müsst immer warten, bis der steht, gebt niemals dein Passwort weiter. Und ich warte immer, bis der Bildschirm blau wird. Man könnte wahrscheinlich noch 1 Sekunde weniger warten, aber ich will einfach nicht, dass es passiert, dass dann halt kommt mit Doppel-Account. Also das hier ist viel zu früh, hier noch nicht. Da und jetzt. Jetzt ist der Charakter online. Sobald dieses Gebt niemals dein Passwort weg ist, könnt ihr euch 1000%ig sicher sein, jetzt ist der Charakter online. Selbst wenn bei euch noch Ladescreen ist, alle anderen Leute auf der Welt können euren Charakter bereits in-game sehen. Die Meldung mit ist jetzt online oder hat sich gerade angemeldet oder whatever da immer steht, ist bei jedem anderen dann schon zu sehen. Und so ist es einfach. Also wirklich, es ist hammergeil. Wer das nicht nutzt, selber schuld, ganz ehrlich. Es hat mein Leben wirklich so viel verbessert, weil tatsächlich letztes Jahr beim FEC war das tatsächlich so. Letztes Jahr beim FEC musste ich tatsächlich jeden Tag 2-mal alle 8 Accounts mit E-Mail und Passwort einloggen. Und ich sag's euch, ganz ehrlich, es war die Hölle auf Erden. Wobei, das muss man auch dazu sagen, es war nur deswegen die Hölle auf Erden, weil ich auf Boroding und FEC zeitgleich gespielt habe und halt jeden Tag auch noch 2-mal hin und her gewechselt bin. Das hat es halt extrem schlimm gemacht. Ich meine, sonst ist es halt einmal einloggen,
Und online gehen, gut, das ist halt einmal jeden Tag diese 5 Minuten Online-Geh-Prozess. Zugegebenermaßen auch ziemlich nervig, aber richtig schlimm hat es das nur gemacht, für mich persönlich, weil ich das halt immer doppelt und dreifach machen musste und das war wirklich schlimm. Also das war wirklich Hölle auf Erden und seit dem Update ist das halt so gechillt und geil. Also wer es noch im alten Format kennt, appreciated das neue Saved Session Format viel mehr und wer das neue Saved Session Format nicht nutzt oder nicht kennt, der labert halt einfach nur Müll, weil es hat sich mittlerweile so krass viel verbessert und es ist einfach hammergeil. Danke euch vielmals fürs Zuschauen, ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe, haut rein und ciao, ciao.